It seems to me very strange today that we call this skull after the scientist Franz Josef Gall, because it is not his skull. It is an instrument of his science. And of course, this person had another name, and we don't know this name. קוראים לי... أنا اسمي Also es beginnt im Grunde mit der Renaissance, wo die Anatomie vor allem auf Hingerichtete angewiesen war und Körper Hingerichteter seziert hat und daraus dann eben zum Teil aufgehoben hat und dann in die Sammlung aufgenommen hat. Im 19. Jahrhundert, man brauchte also viel mehr menschliche Körper für Lehre und Forschung. Und es war dann so geregelt, dass vor allem die Menschen, die sich keine Bestattung leisten konnten, dann in die Anatomie kamen. Außerdem Menschen, denen kein christliches Begräbnis zustand, also zum Beispiel Selbstmörder, auch Menschen, die in Institutionen verstorben sind, Armenhäuser, Gefängnisse. Die Präparate selbst in ihrer Entstehung sollten ja eine Versachlichung, eine Vergegenständlichung des Körpers aufbieten. Das heißt, der Name wurde getilgt, die Person, die Erinnerung an die Person wurde aktiv nicht mitgeführt, um letztendlich ein Ding an sich zu fertigen, um daran den Körper zu erklären. Ein Nachteil ist das Ganze für jedes Interesse an Provenienzforschung. Sobald man herausbekommen möchte, woher ein Präparat stammt, was vielleicht die Geschichte dieses Menschen war, man eben keine Informationen dazu findet. To ja. To jest moja czaszka. זאת הייתה טעות חיי לבוא לפה. לא ידעתי שאף פעם לא יחזור הביתה. Provenance research is research about two questions. Where does an object come from? Who has produced it? Who originally owned it? And the second question is, how did it get here? How did it get to the institution that currently holds this object? שמו אותנו בתערוכה קהיר בברלין. היינו מאות אנשים, אבל רק 20 היו באמת ממצרים. אנשים שילמו להסתכל עלינו. להסתכל על הבגדים שלנו, לשמוע את השירים שלנו. לפני שעזבנו להופעה הבאה שלנו בפריז, נהייתי חולה מאוד. לקחו אותי לבית החולים שלהם. הם מדדו אותי וצילמו אותי מכל כיוון. אחרי שמתתי, הם פתחו אותי והסתכלו בפנים. את הראש הם השאירו אצלהם. Auf dem Schädel findet man eine Nummer, 8711, 8711. Und das ist eine Nummer, von der wir wissen, dass sie aus einem Katalog stammt, der leider verschollen ist. Der ist wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff verloren gegangen. If you do research on human remains, I think the really, really important underlying question is, who is the person behind the human remains? Am Vortag meiner Hinrichtung kündigten die Wachen an, dass ein Arzt kommen würde, ein Universitätsprofessor. Und ich war aufgeregt, weil ich dachte, vielleicht kann er mir helfen. Allerdings, sobald ich ihn sah, wusste ich, dass ich da ganz falsch lag. In diesem Blick war kein Mitleid. Er fragte mich nach meiner Menstruation und ob ich Angst vorm Sterben hätte. Sein Blick durchschnitt mein Fleisch. Es war schlimmer als alles, was die Wachen bisher mit mir gemacht hatten. Der Schädel ist dann auf einer Ausstellungsliste bei uns aufgetaucht von Objekten, die wir jeweils als Kuratorin versammelt haben, als Vorschlag ans Team. Und ich war so ein ganz bisschen erschrocken. Für mich war es problematisch, den Schädel auszustellen, weil es sich um ein Human Remain handelt. Ich wusste wenig
über den Schädel. Auch auf der Webseite der Anatomischen Sammlung bzw. im Sammlungsportal gab es keine Informationen über die Provenienz des Schädels. First of all, it was a tradition in every big exhibition of the Humboldt University. You saw the Gall skull. He is famous. He's just an icon of the collection, like Condé, the horse of Frederick the Great, or other items. Wir haben gesucht, was andere Ausstellungen vor uns schon gezeigt haben. Wir sind ja nicht die erste Wissenschaftsausstellung, die es gibt. Wir befinden uns in einer guten Tradition. Es gab zumindest in Berlin schon 3 große, wirklich sehr aufregende Ausstellungen zur Wissenschaftsgeschichte im Jahr 2000, 2010 und 2016. Die Weltwissenausstellung war eine Jubiläumsausstellung und hat 300 Jahre Wissenschaften in Berlin in den Blick genommen, anlässlich der Jubiläen von der Humboldt-Universität, von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, von der Max-Planck-Gesellschaft und von der Charité Universitätsmedizin Berlin. Der Gallsche Schädel war in der Ausstellung ausgestellt in dem Raum Vermessen. Es gab in der Ausstellung keine direkte Referenz zu der Person, zur Identität der Person, zu dem Schädel. Wir kannten die Identität nicht und im Nachhinein würde ich eigentlich sagen, leider hatten wir dazu keinen Verweis. Man hätte ja auch recht leicht sagen können, Identität der Person unbekannt. Als ich die Abbildung des immer gleichen Schädels in verschiedenen Katalogen sah, dachte ich, was für ein aufregendes Objekt, das ja eigentlich von einem Subjekt stammt. Was für ein aufregendes Objekt, das beschriftet ist, dem man offenbar bestimmte Eigenschaften zuschreibt, der ein Teil der Wissenschaftsgeschichte ist, der auch mal ein Mensch war. Was für ein aufregendes Objekt. Dlaczego tutaj jestem? Warum habt ihr mich hier abgestellt? ليه بتبصوا عليا؟ ليه؟ Eigentlich ist das, was wir erzählen möchten, gar nicht der Schädel, sondern wir wollten erzählen über einen Forscher, der sich Gedanken gemacht hat über die Funktionsweise des Gehirns, der sich fragte, was macht das Gehirn mit Menschen, was ist der Mensch, was formt den Menschen, was macht eine Persönlichkeit aus. Diese Forschung von Franz Josef Gall zeigt sich anhand von Schädeln, denn mit Schädeln ist er gereist, anhand von Schädeln hat er Vorträge gehalten. Was wir zeigen wollten, war die Geschichte von Forschung, das Fortschreiten von Forschung, das vielleicht auch sich verirren in Theorien, die sich als unhaltbar erweisen. Franz Josef Gall was a German anatomist and physician born in 1758. He claimed that different parts of the brain represent specific faculties, such as parental love, religiousness, or criminality. Gall believed that the size of these areas can be felt as lumps on the skull, providing evidence about personality and competence. His theory, later known as phrenology, enjoyed worldwide success and contributed to the justification of racism and slavery and the genocide of indigenous peoples. By the mid-19th century, phrenology was shown to have no scientific validity. Nevertheless, it remained popular well into the 20th century. This Gall skull in our exhibition in the Humboldt Lab, it's about the big issue of doubt as a path to knowledge and the simple realization, the answer to errors in science shouldn't be no science, but better science. Im Zuge unserer Auseinandersetzung kam es dann stärker natürlich zur Frage, wer steckt eigentlich hinter diesem Schädel? Welcher historischen Person hat dieser Schädel gehört und wie ist Franz Josef Gall an diesen Schädel gekommen? Even human remains that came from Germans or Europeans, in many cases, these were marginalized people. They were prisoners, they were people that committed suicides, they were orphans. So we've got an ethical issue here as well. Ich bete immer zu Gott. Ich will gut in diesem Leben sein und in den Himmel kommen, wenn ich sterbe. Ich bete auch für die gnädige Frau. Sie ist so gut zu mir.
Eine andere Dienstherrin hätte mich wohl vor die Tür gesetzt, weil ich unvermählt ein Kind erwarte. Ich habe Geld gespart für meine Beisetzung. Die Hälfte meines Lohnes jedes Jahr. Ich hoffe, Sie vergeben mir und begraben mich dort. Unvermählte Mütter bekommen keine kirchliche Bestattung, haben sie gesagt. Aber sie haben auch gesagt, dass Gott uns vergibt, wenn wir büßen und beten. Daran muss ich glauben. Ich glaube, Präparate kann man in bestimmten Kontexten sehr gut zeigen. Und da ist es aus unserer Sicht legitim und auch sinnvoll. Und tatsächlich zeigen wir im Medizinhistorischen Museum etwa 750 Präparate und tun das sehr bewusst, wie bei dem Gallschen Schädel zum Beispiel zu zeigen. Ende des 18. Jahrhunderts war diese Art und Weise der Schädelkunde, des Vorzeigens von Leistungen des Gehirns wissenschaftlich legitim. Das ist mein Schädel. Eine ganz wichtige Diskussion, gerade mit Blick auf das Humboldt-Forum, ist ja, wer sind eigentlich die Leute, die dorthin kommen? Wer sind eigentlich unsere Besucherinnen? Könnte es vielleicht sein, dass Einzelne von ihnen aus ethischen, religiösen, spirituellen oder welchen Gründen auch immer ein großes Problem damit haben, auf einmal Angesicht zu Angesicht mit einem menschlichen Schädel zu stehen? Dass es nicht nur für uns problematisch ist, den zu zeigen, sondern eben für andere, für BesucherInnen problematisch ist, ihn zu sehen. Müssen wir das nicht auch viel stärker mitdenken? Wer ist eigentlich unser Publikum? Es war eine furchtbare Idee. Sie hat meine Pläne komplett zerstört. Jeder Anfänger erkennt es doch sofort. Die Kuppel hat eine Öffnung, damit das Licht hineinkommt. Verstehen Sie? Warum sollte man es also mit einer Kuppellaterne und einem Kreuz abdecken wollen? So blockiert man doch das Licht. Aber ich konnte es ihm nicht ins Gesicht sagen. Es hätte ihn beleidigt. Ich weiß, dass er mich bewunderte, der Kronprinz. Er wollte immer, dass ich mir seine unoriginellen architektonischen Skizzen anschaue. Aber dieses letzte Treffen mit ihm im Palast, seine Skizze mit einem Kreuz auf der Kuppel des Palastes zu sehen, das war mein Ende. Ich verlor die Leidenschaft zu arbeiten. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, ihm zu dienen als neuem König und ganz Berlin mit Kreuzen zu versehen. I would like to have the whole story in our exhibition, to have the entire biography of the person. I'm very curious to know who she or he was. Also wer würde solche Provenienzforschung interessieren? Wer würde solche Provenienzforschung finanzieren? Das muss ja immer ein Interesse bestehen. Das Interesse besteht entweder darin, dass ich eine persönliche Beziehung zu einem Verstorbenen habe oder dass ich quasi irgendeine kulturelle, eine Gruppenbeziehung zu diesem Menschen habe. Jetzt wüsste ich aber nicht, welche Gruppe, zu der dieser Mann, vielleicht auch Frau, gehört hat, Interesse daran hätte, jetzt eben mehr über diese Person zu erfahren. And what do you do with the result? You know, what do you do then afterwards? And is an item with name, has an item with name a different status than an item without name? And so it's very difficult, yeah. في منا كتير هنا وفي كل مكان احنا موجودين هنا. חלק מאיתנו מוצגים, חלק מוסתרים. Wkładacie nas do słoików. Montujecie na stojakach. Osuszacie, odlewacie, wypychacie i kroicie. אתם שומרים אותנו מאחורי ויטרינות ובמחסנים אפלים. In Universitäten, Schulen, Museen, Archiven, Läden und bei euch zu Hause. Vieles von uns ist hier, überall.